Normalerweise jagt dieser Jet die Sterne auf Reiseflughöhe. Doch in den Hallen von Lufthansa Technik Hamburg sieht es danach nun wirklich nicht aus. Die Boeing 747 SP Sophia ist zur Überholung in der Werft. Denn die alte Lady ist ständig im Einsatz und das im stolzen Alter von 40 Jahren. SOFIA steht für Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, ein ehrgeiziges Projekt von NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Passenderweise ist die Abkürzung auf Deutsch und Englisch identisch. Der Jet untersucht per Infrarot weit entfernte Sterne aus einer Flughöhe von bis zu 15.000 Metern. Für das Teleskop wurde eine 4×5 Meter große Tür im hinteren Teil des Rumpfes eingebaut, die sich im Reiseflug öffnet. Die Vorteile? SOFIA kann jederzeit gewartet oder technisch auf den neuesten Stand gebracht werden und den eigenen Standort kann das Flugzeug natürlich auch schnell wechseln. Für die zuverlässige Beobachtung seltener stellarer Konstellationen ist das viel wert. Aus der richtigen Perspektive macht SOFIA Bilder, die Forscher jubeln lassen, etwa vom Orionnebel oder vom Schatten des Neptunmonds. Finanziert wird das Projekt zu 80% von der US-Weltraumbehörde NASA und zu einem Fünftel vom DLR. Der Flieger stammt aus den USA, das tonnenschwere Teleskop aus Deutschland. Im Sommer fliegt SOFIA von Palmdale, Kalifornien aus ihre Einsätze, im Winter ab Neuseeland. Bis zu 5-mal in der Woche ist sie auf rund 10-stündigem Flug. Momentan müssen Mission Commander und Co. allerdings Geduld haben. Bis Ende Januar wird der einzigartige Jumbo noch umfangreich gewartet. Dann kann er endlich wieder auf Sternenjagd gehen.